Stell dir vor, es ist Wahl und deine Stimme zählt nur halb so viel wie die deines Nachbarn. In Deutschland entscheiden die über 60-Jährigen heute darüber, wie dein Leben in 30 Jahren aussieht. Wir prüfen, ob unsere Demokratie in eine demografische Blockade gerät. Es fühlt sich zutiefst undemokratisch an und betrifft besonders das Rentensystem. Ältere sind die größte, verlässlichste Wählergruppe. Ihre Interessen dominieren. Rentenpaketdebatten zeigen, Entscheidungen wirken weit in die Zukunft, aber nicht alle tragen sie. Jüngere zahlen ein, sind aber zahlenmäßig unterlegen. Die Zukunft wird zur Verhandlungsmasse in einem Spiel mit alten Regeln. Nicht das Alter ist das Problem, sondern Strukturen, die Alter politisch aufladen. Demografie trifft auf jahrzehntelange politische Anreize. Das erzeugt Schieflagen. Das Versprechen des Generationenvertrags wankt, wenn Fairness fehlt. Kernfrage: Trifft unser System noch gerechte Entscheidungen für alle Generationen? Oder stecken wir in einer demografischen Blockade? Die Rente ist der Lackmustest für unsere Zukunftsfähigkeit. Es geht um Geld, Gerechtigkeit und dass jede Stimme auch in Jahrzehnten zählt. Das schwindende Vertrauen ist messbar, nicht nur ein Gefühl. Die DIA-Generationenstudie 2025 des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, unser Seismograph. Sie zeigt, Vertrauen junger Menschen in die gesetzliche Rente erodiert dramatisch. 44% der unter 30-Jährigen empfinden Sozialabgaben als zu hoch. Quelle DIA 2025. YouGov GDV Februar 2026. Nur 29% halten die Rente für generationengerecht. 68% blicken skeptisch auf Empfehlungen der kommenden Rentenkommission. Forschung zu Jung und Alt beim Klimaschutz. U.A. Ayalon et al. 2025. Ältere sind oft bewusster als gedacht. In Deutschland stufen viele über 50-Jährige den Klimawandel teils bedrohlicher ein als Jüngere. Heißt, kein natürlicher Generationenkonflikt. Strukturen sind der Hebel. Die Daten sind ein Weckruf, nicht nur Statistik, sondern politische Pflichtlektüre. Wenn Vertrauen fällt, wankt die Legitimität des Sozialstaats. Wer die Hauptlast trägt und wenig erwartet, verliert den Glauben an Fairness. Politik muss die strukturellen Ursachen adressieren, nicht kosmetisch nachbessern. Ohne Kurskorrektur wächst die Kluft zwischen Versprechen und Realität. Die Evidenz liegt vor. Jetzt zählt der politische Wille. Die neue außerschulische Bildung, ein 2026, rückt Struktur vor Biologie. Ungleichheit verläuft entlang Vermögen, Macht, Anreizen, nicht entlang Geburtsjahr. 2 Welten, und keine davon ist bloß Generation. Das Konfliktnarrativ lenkt ab. Es schützt Status quo und Klientelpolitik. Beispiel: Bevorzugung von Wohneigentum, Arbeit belastet, Kapital geschont. Und ein System, das nicht alle Erwerbstätigen einbezieht. Begriff Adultismus. Strukturvorteil Erwachsener gegenüber Kindern und Jugendlichen. Politisch wirkt das als Übergewicht älterer Wählergruppen. Haltelinien ohne Gegenfinanzierung zementieren Ungleichgewichte. Folge: Spaltung verhindert Allianzen für Reformen. Die Frage ist nicht, wer ist schuld, sondern welche Regeln ändern wir? Analyse politischer, ökonomischer, demografischer Strukturen ist der Start. Der Generationenkonflikt ist oft Symptom, nicht Ursache. Herausforderung: strukturelle Blockaden überwinden. Nur so entsteht eine Politik, die für alle Generationen trägt. Jenseits von Schlagzeilen liefern Expertinnen und Experten unbequeme Wahrheiten. Axel Börsch-Supan, Rentenforscher, scharfer Kritiker politischer Haltelinien. Sein Urteil: irre Dummheit, weil der Nachhaltigkeitsfaktor ausgehebelt wird. Konsequenz: Lasten werden auf künftige Beitragszahler verschoben. Dr. Rüdiger Maaß, Generationenforscher, klare Worte zum Vertrag zwischen Alt und Jung. Er nennt den heutigen Generationenvertrag eine Frechheit gegenüber Jüngeren. Das Versprechen sei gebrochen, Solidarität erodiert. Joachim Pomperz, IW Köln. Reform konkret denken, Basis verbreitern. Einbeziehen: Arbeitnehmer, Arbeitgeber und auch Beamte sowie Selbstständige. Außerdem Renteneintrittsalter an steigende Lebenserwartung koppeln. Ziel: ehrlicher, robuster,
planbarer werden. Rentenkommissionen halten oft Symptome, nicht Konstruktionsfehler. Konsens der Experten, breitere Einnahmen, faire Lasten, ehrliche Kommunikation. Börsch Supan, Maas, Pomperz. 3 Perspektiven, eine Richtung. Neustart des Generationenvertrags auf Mathematik und Gerechtigkeit. Krisen nähren Mythen, sie verschleiern Ursachen und Lösungen. Aktuell? Der angebliche Krieg der Generationen, populistische Zuspitzung, personalisiert ein strukturelles Problem. Sie schürt Hass, verhindert Allianzen über Altersgrenzen hinweg. Zweiter Mythos: Autokratien seien effizienter gegen Demografieprobleme. Studie 01/2025. 44% junger Nutzer finden diese Idee plausibel. Doch Demokratien schützen Rechte und korrigieren Fehler. Die Behauptung, Diktaturen wären gerechter, ist historisch widerlegt. Dritter Mythos: Die Rentenkasse ist leer. So nicht korrekt. Die Rente ist umlagefinanziert. Einnahmen fließen direkt als Ausgaben. Richtig, der Bund bezuschusst UA für versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente. Transparente Kommunikation ist die beste Desinformationsprävention. Aufgabe für Politik, Medien, Bildung. Mythen aktiv widerlegen. Nur mit klarem Blick debattieren wir Lösungen, nicht Scheinprobleme. Dann entsteht eine Debatte, die diesen Namen verdient. Generationengerechtigkeit ist kein Kampf alt versus jung, sondern Strukturpolitik. Es geht um Regeln, Anreize, Fairness in der Demokratie. Lösung: Spielregeln so ändern, dass sie für alle fair sind. Nicht von Wahl zu Wahl, strukturell und ehrlich reformieren. Auf dem Tisch liegt genug, jetzt entscheiden. Schritt 1: Einnahmebasis verbreitern. Alle Erwerbstätigen einbeziehen. Beamte, Selbstständige, perspektivisch auch Mandatsträger. Schritt 2: Rentenalter fair an Lebenserwartung koppeln. Schritt 3: Transparenzoffensive. Klar sagen, was das System kann. Fremdleistungen sichtbar aus dem Haushalt finanzieren und ausweisen. Junge Stimmen verbindlich einbinden, feste Sitze in Kommissionen. Politische Bildung massiv stärken, Mythen früh entkräften. 2026 stellt die Frage: Zukunft verbrauchen oder gestalten? Muster durchbrechen, Regeln erneuern. Für alle Generationen. Eine Stimme zählt nur dann wirklich, wenn sie auch eine Zukunft hat.